Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns endlich die 50 Jahre Destroyer an. Ich habe einmal die Metallic Gold Purple Fire Vinyl Version und die Liquid Vinyl. Diese beiden gucken wir uns in dem Video an. Die Picture Disc habe ich nicht bekommen, die war ausverkauft. Allerdings hätte ich sie wahrscheinlich auch nicht gekauft, weil der Preis utopisch teuer war mit fast 200 für, ich glaube, was war es, ein Kapuzenpulli und die Picture Disc. Ich finde es einfach absurd. Und ich glaube, da hätte ich bei der Picture Disc auch diesmal gesagt, nee, das ist zu viel Geld. Die war im Original irgendwo, ich glaube, es hat sie gekostet, um die 40 Euro im kissstore.de. Und die Liquid Vinyl, glaube ich, 99. Das ist ja für Liquid Vinyl Normalpreise. Es geht bei Liquid Vinyl auch ein bisschen günstiger. Das startet manchmal so bei 79 Euro und geht hoch bis zu diesen sehr geilen Varianten bei Church of Vinyl mit sehr viel, mit 2 Flüssigkeiten immer drin. Die liegen dann bei 199. Also Liquid Vinyl ist teuer, die liegt halt hier im Mittelfeld. Aber wir gucken uns nach dem Intro diese beiden Varianten an und starten mit der Standardversion. Jo, jetzt noch mal ganz kurz was in eigener Sache. Und zwar, ich habe ja meine Kanalmitgliedschaft und da habe ich ja auch einige Kanalmitglieder, die mich schon seit über einem Jahr begleiten. Und dafür vielen, vielen Dank, dass ihr mich auf diesem Weg unterstützt, weil es bleibt nicht viel dabei für mich hängen, weil auch YouTube noch was abknapst. Aber ich finde es einfach mega, dass ihr mich unterstützt und das gut findet, was ich mache anscheinend. Und ich möchte dann nochmal Danke sagen, also davon ab, dass wer die kleine Stufe ja abonniert, die, ich glaube 8,99 war es, bekommt ja von mir diesen Aufnäher. Das ist fast eine Plus-Minus-Null-Rechnung, weil ihr könnt im Prinzip nach einem Monat wieder stornieren und habt dann nur für einen Monat bezahlt, bekommt den Aufnäher und ja, das ist ein kleines Dankeschön. Einige von euch machen das jetzt schon wesentlich länger und deswegen habe ich mir was überlegt. Erst war die Überlegung, einen Rückenaufnäher zu machen, fand ich dann aber irgendwie blöd, weil ich dachte, es muss irgendwie mal was mit Vinyl zu tun haben und da habe ich mir gedacht, wie geil wäre eine Slipmat. Und das ist eine Vinyl Slipmat und die gibt es für alle VIP-Mitglieder, die die Stufe VIP jetzt schon seit über 12 Monaten abonniert haben. Schickt mir bitte eure Adresse nochmal zu, weil ich habe sie ja, wie beim letzten Mal versprochen, danach gelöscht. Hebe sowas nicht auf, deswegen müsst ihr sie bitte nochmal senden. Und das Ganze hier ist eine Filz Slipmat mit Keep on Rockin' oben noch eingefügt, was ich ja immer am Ende jedes Videos sage. Ich finde, das Ding ist wirklich cool geworden. Nicht wundern, dass das Loch nicht genau mittig hier sitzt, weil das Artwork ist nicht ganz mittig, aber es ist fast mittig und ich bin ein bisschen stolz auf das Teil, weil ich habe jetzt meine eigene Vinyl Army Slipmat und die könnt ihr auch bekommen. Ich habe keinen Shop oder irgendwas. Ich habe nur diese Kanalmitgliedschaft und da nimmt YouTube echt wirklich einen großen Teil noch von ab. Und ich muss Porto bezahlen, ich musste diese Dinger machen, deswegen ist die Stufe mit 29,95 ein bisschen hochpreisiger. Eine Slipmat kostet im Laden ungefähr, ich glaube 15 Euro, je nachdem. Wer also so ein Teil haben möchte, mich unterstützen möchte, ich weiß, es ist viel Geld, ich bin für jeden dankbar, der es macht, es muss niemand machen, aber wer Bock drauf hat die Chance, das über diese Kanalmitgliedschaft zu kriegen. Und das Witzige ist natürlich, ihr könnt einmal diese Stufe abschließen und dann wieder stornieren und ihr bekommt die Slipmat trotzdem. Ihr müsst mir natürlich dann eure Adresse einmal zusenden an meine E-Mail, die findet ihr in der Kanalbeschreibung, da kann man die abrufen. Da habt ihr meine E-Mail-Adresse. So, das war wieder mal kurz in eigener Sache. Achso, wer die Stufe abonniert, die für 29,95, 99, der bekommt natürlich beide Sachen. Den Aufnäher und die Slipmat und das Ganze dann zugeschickt von mir. Also wer darauf Bock hat und mich unterstützen möchte und dieses coole Unikat, und ich finde es wirklich geil, nochmal vielen Dank, Peter, dass du mir dieses Logo entworfen hast. Das ist mega cool. Der kann das bekommen und wie gesagt, alle VIP-Mitglieder, die jetzt seit einem Jahr dabei sind, ihr bekommt das Ding von mir zugeschickt. Ich brauche nur eure Adresse. So, jetzt kommen wir zu
Kiss. Und da haben wir Destroyer. Ich habe gestern schon kurz drüber gesprochen in meinem Haul. Das ist wohl mit der Unmasked mein absolutes Lieblings-Kiss-Album. Für mich das wohl beste Kiss-Album von den Songs her, das es gibt. Da ist absolut nichts Schlechtes drauf. Wir können ja einmal ganz kurz hinten gucken. Wir haben Detroit Rock City, was ein absoluter Übersong ist. King of the Nighttime World, auch geil. God of Thunder, mega Song. Great Expectations, auch mega, ich hatte gestern gesagt, ein Ende der Schallplatte ist es in dem Falle gar nicht, weil es ist ja von der ersten Scheibe. Auch ein mega geiler Song. Dann haben wir Flaming Youth, mega. Sweet Pain ist, ich sag mal, fast der schlechteste will ich nicht sagen. Ich finde ihn trotzdem cool, aber es ist der Song, der am wenigsten mich hypt auf der Platte. Dann haben wir Shout It Out Loud, natürlich ein Klassiker. Bess, für mich einer mit der besten Kiss-Songs aller Zeiten. Und Do You Love Me, auch einer für mich der besten Kiss-Songs mit aller Zeiten. Wir holen das Ganze hier einmal raus. Ihr seht ja, hier ist der Hype-Sticker, den habe ich wie immer auf meine Hülle geklebt. Hier oben sieht man immer den Part, wo ich das von der Originalfolie ablöse. Made in Czech Republic mal wieder das Ganze. Und ja, Metallic Gold and Purple Fire Vinyl Embossed Jacket Gold Ink Details plus Poster. Und da ist das ganze Ding. Ja, die Gold Ink, keine Ahnung, die muss man ein bisschen suchen. Ich denke mal, damit meinen sie dieses leicht goldene Logo hier oben, was embossed ist. Ich hoffe, man kann das ein bisschen sehen. Die Figuren stehen leicht vor. Und ja, hier sieht man es ganz gut. Und sie glänzen. Und das Cover sonst ist matt, genau wie das Logo. Das glänzt hier oben auch und die Destroyer-Schrift, alles ist so leicht, ja, erhaben, dass man es spüren kann. Und ja, das ist eins der geilsten Cover von Kiss, wie ich finde. Hier an der Seite sieht das Ganze so aus. Ich hoffe, man kann es jetzt erkennen. Es ist immer ein bisschen schwer einzufangen. Boah, ich glaube, es ist nicht scharf, ehrlich gesagt. Ja, und dann holen wir das Ganze hier mal raus. Da seht ihr schon, kommt das Poster. Achso, ich will es nochmal von hinten zeigen. Hinten haben wir dann, ja, da ist dann diese wohl gemeinte Gold Ink. Es ist so ein bisschen leicht golden. Also das sieht wirklich gut aus. Innen drin ist es auch wieder Gold, wie diese ganzen Sonderversionen ja immer sind. Und ich würde sagen, bevor wir uns das Vinyl anschauen, gucken wir uns das Poster einmal an. Bei der Picture Disc Version bekommt man wieder ein doppelseitig bedrucktes Poster. Das ist immer so der einzige Vorteil, den die Picture Disc Version hat. Und hier bekommen wir ein Metallic Foil Poster und das Ganze ist das ja, Chopper Shooting mit diesen coolen Choppern und was soll ich sagen, cooles Poster in Metallic. Schönes, großes Bild. Ich finde, es sieht einfach mega gut aus. Sorry, falls es jetzt verschwommen war. Ich gehe nochmal rüber. Ja, cooles Bild, kann man absolut nicht meckern. Das ist echt ein tolles Poster. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt gar nicht, was auf der anderen Seite von der Picture Disc drauf ist. Falls irgendeiner von euch das jetzt gerade im Kopf hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann haben wir die Innenhülle, die ist auch so ein bisschen, ja, so seidenmatt, tolles Kiss-Logo drauf. Dann haben wir auch da Gold Ink. Und dann haben wir hier Shout It Out Loud mit dem Kiss Army Logo. Und jetzt kann man hier nochmal so ein bisschen abgleichen. Ich hole nochmal meine Slipmat ins Bild. Ich habe natürlich mein Logo damals so ein bisschen angelehnt an dieses Kiss Army Logo, aber habe es dann ja doch ein bisschen verändert. Aber man sieht halt, es kommt schon ein bisschen daher. Ja, Innenhülle wirklich schön, tolles Teil. Die Platte kommt separat. Das Ganze sehen wir einmal hier. Da kommt nämlich eine gefütterte Innenhülle und dann haben wir hier dieses Purple Gold Metallic ja, Vinyl, was wirklich richtig schick aussieht. Es glitzert richtig so ein bisschen da drin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber das ist wirklich echt toll gemacht. Wir bekommen wieder ein goldenes Label und auf der anderen Seite ist sie dann ein bisschen mehr Purple mit so leichten Goldeinschlüssen. Ich denke mal, dass hier im Prinzip diese zwei
Vinylwürste, bevor es gepresst wird, aufeinander gelegt werden und dadurch hat man auf der einen Seite mehr Purple, auf der anderen Seite ein bisschen mehr Gold. Oder wie auch immer das gemacht wird. Da gibt es immer Waxwork Records, glaube ich, sind das bei Instagram. Da sieht man immer sehr cool, wie die ihre Vinylfarben machen. Ich bin da immer total obsessed, mir das anzugucken, was draus wird, wenn die das immer machen. Diese Vinylwürste aufeinander drücken, verbinden, halbschneiden, dann in irgendwelche kleinen Vinylpunkte reindrücken und am Ende kommt irgendwas Geiles bei raus. Ganz ehrlich, das wäre mein Traumjob. Ich würde gerne stehen den ganzen Tag an so einer Vinylmaschine und solche Farben entwickeln. Das ist einfach geil. Das ist, ich glaube, das wäre mein Traum, den ganzen Tag an so einer Presse zu stehen. Ich würde sowas auch gerne mal selber machen. Einfach mal in so einem Vinylwerk einfach verschiedene Farben haben und gucken, was rauskommt, wenn ich sowas zusammenmixe. Da hätte ich mal richtig, richtig Bock drauf. So, das war die Standardversion, die halt relativ günstig ist. Die ist auch, glaube ich, immer noch zu bekommen. Jetzt gucken wir uns die Liquid Vinyl an, die definitiv ausverkauft ist. So, da haben wir sie. Kommt auch mit einem Hype-Sticker, Limited Edition Liquid Vinyl Pressing, Die Cut Jacket und Gold Metallic Ink Labels. Das halte ich hier für ein bisschen merkwürdig, weil ich sehe hier keine Metallic Ink Labels. Aber wir schauen mal, vielleicht. Damit meinen sie, damit meinen sie die Labels da drauf. Das Ganze sieht von hinten so aus. Ihr seht es schon, einmal ausgeschnittenes Cover, vorne Standard Destroyer Cover. Ist ein bisschen dicker als normal, weil die Vinylscheibe ja dicker ist. Ich kriege das leider immer nicht scharf. Ich weiß nicht warum. Ja, da seht ihr es. Destroyer auf der Seite. Und so sieht das Cover aus und wir holen das Vinyl mal raus. Hier ist wirklich nichts weiter bei. Wir bekommen hier nur dieses Cover. Wenn man das jetzt rausnimmt, hat man dann noch den Rest des Covers im Prinzip in der Innenseite gedruckt. Also hier ist das Ganze einmal innen auch nochmal reingedruckt, damit man ein vollständiges Bild hat. Und ja, viele haben Probleme mit Seam Split bei den Lieferungen. Meins ist Gott sei Dank nur ein bisschen hier oben leicht abgeschabt, aber ansonsten habe ich Seam Split technisch Glück gehabt. Das sieht bei mir alles sehr gut aus. Nichts kaputt. Manche haben richtig zerschrotete Cover bekommen. Tut mir ein bisschen leid für die Leute, weil man kriegt auch keinen Ersatz, dann kriegt man nur eine Gutschrift und das finde ich sehr ärgerlich. Auf der einen Seite, und das ist das Lustige hier bei dem Liquid Vinyl, ist goldenes Vinyl und das Ganze ist dann gold gepresst und auf der anderen Seite dann wahrscheinlich clear und dann bekommt ihr hier die Flüssigkeit. Und da muss man echt mal sagen, die ist wirklich mal richtig gut. Ich habe hier schon ein paar Liquid Vinyl, Arch Enemy und sowas. Da fließt das Zeug kaum rum. Hier ist das mal richtig am Hin und Her fließen. Aber was ich jetzt echt mal fragen muss, und das ist das, wo ich mich frage, warum wurde das so gemacht? Warum hat man denn so eine Durchfallflüssigkeit genommen? Ich meine, das sieht aus, jetzt hätte jemand Kaffee verschüttet über der Schallplatte. Also ist ein cooles Ding, aber hübsch finde ich sie nicht. Es ist farblich, finde ich, echt eine Katastrophe, muss man wirklich sagen. Das sieht aus, als hätte jemand in die Platte geschissen, um es mal einfach gerade heraus zu sagen. Ich finde es merkwürdig, warum das gewählt wurde. Das ist... Ja, hätte man nicht irgendwie... Was hätte man reinmachen können, damit es cool ausgesehen hätte? Was Blaues, damit das ein bisschen wie das Destroyer-Cover von der Farbe her ist? Irgendwie, vielleicht was Silbernes? Ich weiß es nicht. Warum hat man das so gewählt? Ich habe keine Ahnung. Und dann haben wir das Gefühl, dass die Flüssigkeit sich auch echt nicht richtig bewegen möchte. Jetzt habe ich noch ein bisschen nach unten geschüttelt. Ja, aber ihr seht's. Es läuft relativ gut. Ich persönlich frage mich, warum man das so gemacht hat. Also es ist ein schönes Vinyl, aber ich glaube, es wäre besser gegangen. Trotzdem finde ich es cool, dass es die erste offizielle KISS Liquid Vinyl ist, die es jetzt bisher gibt, weil es gab schon Erica und so. Das sind ja keine richtig offiziellen KISS-Scheiben.
Aber das ist jetzt mal die erste offizielle KISS Liquid Vinyl. Sehr geil. Ich hoffe, dass ja, noch mehr solche Sachen kommen. Würde mich freuen. Besonders würde ich mich echt freuen, wenn eine richtig geile bunte Farbvariante zur Unmask kommen würde mit, ja, keine Ahnung, mal, es gibt ja auch so 4-Kammer-Liquid-Vinyl und so ein Kram. Man kann da so viel coole Sachen machen, dass da mal was richtig Geiles kommt. Und bei der Unmasked hoffe ich auch sehr, wenn da mal 50 Jahre irgendwann erreicht sind, dass da echt was Cooles kommt. Also ich bin gespannt. Das war auf jeden Fall mein Destroyer-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank nochmal an meine Kanalmitglieder. Ich hoffe, ihr freut euch darüber, dass ihr eine Slipband bekommt. Und jeder, der Bock hat auf so ein Teil, guckt bei meiner Kanalmitgliedschaft vorbei. Ich freue mich sehr über jeden, der mich unterstützt. Und damit bin ich auch für heute dann erstmal raus. Lasst ein Abo, einen Daumen und einen Kommentar da. Und ja, keep on rockin'. Tschüss.